Ja, hallo Leute, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation mit seinem Hof auf Revenport, mit seinen kleinen Feldern hier. Und also, das letzte war ja, der letzte Stand hier ist also, dass ich jetzt 3 für einige Felder gekauft habe hier. Geh mal auf X. Man sieht also, dass mein Vermögen, das sind meine Grundstücke. Damit habe ich angefangen, dann habe ich Feld 19 gekauft, Feld 23 und die letzte Werbung war jetzt da 15, 16, 17. Und damit kommen auch die Probleme einher. Also erstmal komme ich zu nichts anderem mehr und ich bin nur am Fahren und nur am Arbeiten, Abladen und ich brauche irgendwie Helfer. Ja, also das sind meine Felder. Was muss ich jetzt heute machen überhaupt? Also da habe ich zu drüben, da habe ich zweimal Soja und da oben, das sind die Feldfrüchte. Da habe ich glaube ich nichts angebaut. Das ist die Bodenbeschaffenheit. Da können wir das Feld schon mal abernten. Da hatte ich doch gestern schon den Drescher hochgefahren. Das ist ein Sojafeld. Das werde ich, der Drescher sollte schon oben sein, ne? Ich muss mal hier durchkriegen. Der Drescher sollte schon oben sein, da ist er. Und dann kann ich den Helfer schon mal ansetzen. Achso, ja, da wollte ich ja erzählen, ich habe also jetzt einen intelligenten Helfer und ich möchte mal den erstmal hier so ansetzen hier. Und ich muss mal die Perspektive wechseln hier. Und dann ein bisschen zurückfahren, dass ich den intelligenten Helfer hier ansetzen kann, damit der nicht immer diese riesigen Umfahrten machen. So. Jetzt dann so hier das Feld abfährt. So, stopp. Okay, dann kann ich den mal hier absetzen. Und ja, jetzt kann ich mal jetzt habe ich also einen intelligenten Helfer. Wie war es mit Shift und H, glaube ich? Da haben wir den erweitert, ja. Also der ist jetzt eingeschaltet. Bei Shift und H habe ich jetzt gedrückt, da kriegen wir jetzt dieses Menü. Ich mache das jetzt auch hier halt zum ersten Mal. Aktive Seite, links, rechts, Kreiswort. Also ja, gut, der soll also jetzt das okay. Und den möchte ich jetzt mal einschalten. Der soll jetzt mal fahren. Und der denkt, macht aber nicht. Was macht der jetzt hier? Der fällt jetzt in das Feld rein. Spinnt der oder wie? Der soll ja aber keinen Kreis drehen. Was macht der hier? Ausmachen, den Helfer. Was macht der Helfer hier? Der macht nicht das, was er machen soll, was ich jetzt erwartet habe. Also erwartet sich, dass der jetzt hier das Feld jetzt abfährt. So, das Feld hier, den Norm macht er auch nicht momentan. Also, der sollte jetzt hier keine Kreisfahrt machen, sondern der sollte das Feld abfahren. Aber das macht er nicht. Und also nochmal abwärts, dann möchte ich den jetzt hier durchfahren, da runterfahren bitte. Und kann ich den jetzt einschalten oder ausschalten? Moment, ich möchte den jetzt ausgeschaltet haben. Habe ich den jetzt ausgeschaltet? Der hat einen Links, ja Moment, stopp. Der macht schon wieder nicht das, was er machen soll. Der macht nicht das, was er machen soll hier. Das gefällt mir aber nicht. Der sollte geradeaus fahren. Wieso fährt der jetzt da links rum? Stopp. Ich muss mal H drücken. Da habe ich halt das Menü. Der macht jetzt also da aktive Seite links. Und also das ist das Menü. Die möchte ich jetzt mal ausschalten. Einfach aus.
aktive Seite links, der fährt jetzt immer links rum und macht eine Kreisfahrt, der soll keine Kreisfahrt fahren, der auf und ab fahren. Gerade wie ein normales Fahren, Kreisfahrt. Hast du dabei jetzt Kreisfahrt, hat der jetzt eingestellt gehabt? Und ja, also erstmal stört mich, dass ich jetzt das Symbol hier gar nicht habe, um das hier einzustellen. Manuelle Lenkeingriff an, gerade wie normales. Ja, gerade genau, das ist ja gerade fahren und dann rückwärts fahren aus. Rückfahreinrichtung aus, wieso soll die aus sein? Leitwinkel 50%. Das muss ich jetzt mal unten auf meinen Feldern ausprobieren. Da habe ich jetzt gar keine Zeit für. Okay, jetzt muss ich jetzt hier also den Effekt so einsetzen erstmal. Und das den Effekt jetzt so mal abfährt. Moment, müsste ich den erstmal absenken hier und den einschalten. Dann setze ich hier geradeaus fahren so und dann hier so geradeaus fahren. Wenn ich jetzt den Helfer begebe, fährt er dann das hier so ab. Ja, jetzt fährt er das ab, so wie er das abfahren sollte. Und dann macht er hoffentlich da hinten eine Pause. Und ja, wo sind meine Fahrzeuge? Wo sind meine Fahrzeuge mit den Anhängern? Also einen habe ich hier, einen habe ich dort. Das ist der. Ist nicht da oben auf dem Feld irgendwo ein Anhänger? Ich muss mal hoch zum Feld fahren, oder wie ist das? Da hinten steht ein Anhänger, ja. Aber das ist nicht der Anhänger, den ich suche. Wie sieht es hier am Feld aus? Das ist der J. Der J arbeitet jetzt. Und was haben wir da vorne stehen? Wenn wir das stehen, da haben wir den Anhänger stehen. Da haben wir einen Traktor stehen, okay. Jetzt möchte ich dann mal auf den Traktor fahren. Ja, auf den Traktor fahren. Dann möchte ich jetzt mal in der Fahrzeug einsteigen. Jetzt bin ich halt hier oben auf dem Feld irgendwie. Und auf welchem Feld bin ich jetzt überhaupt? Auf, was habe ich hier? Da habe ich den Dünger drauf. Da habe ich den Dünger drauf und ich bin wieder ein bisschen desorientiert hier. Und ich bin ein bisschen hier. Wo ist jetzt hier? Hier muss ja irgendwo der Anhänger stehen. Da steht der Anhänger, genau. Und da steht die Maschine. Also, das war die Dreschmaschine hier. Und da möchte ich jetzt erstmal nach unten fahren, den Anhänger holen. Und damit ich mit dem Anhänger quasi den Silbergleich wegfahren kann. Mit dem nicht, mit dem hier. Und mit dem fahre ich jetzt mal aufs Feld hoch. Nee, mit dem sollte ich nicht aufs Feld fahren, den brauche ich hier für die Eier. Also, sollte ich mal den wieder abstellen. Dann fahre ich mit dem zum Feld. Und muss ich mal auf den nach vorne setzen. Und dann kann ich ihn mal absetzen, so. Dann habe ich mal den Pölting aber schon mal abgesetzt. Und jetzt müssen wir den Kuhn hier irgendwo hinstellen. Und mir fehlt da ein schneller Traktor. So, um aufs Feld zu fahren, damit ich da, ja. Und muss ich den abhängen. Hängen wir den ab und dann fahren wir zum Feld hoch.
Dann fahren wir zum Feld hoch. Das ist ein schneller Traktor, mit dem komme ich also schnell hoch. Und damit kann ich dann das Soja gleich schnell wegfahren. Entweder, ja, ich habe das gestern nicht richtig geplant. Und dann kam jetzt das heute Morgen noch das mit dem intelligenten Helfer. Der war gar nicht intelligent, scheint mir. Oder die Einstellungen stimmen dann nicht. Oder ich komme noch nicht damit klar. Vielleicht habe ich dann eine Möglichkeit, irgendwas einzustellen, dass ich das Symbol dann so unten dann sehe. Und so, jetzt sind wir also hier auf dem Feld gleich. Und wo ist jetzt der Anhänger? Da hinten haben wir den Anhänger. Den will ich jetzt erstmal hier ansetzen. Den müssen wir erstmal ansetzen, den Anhänger. Muss ich da jetzt ran? Ich hoffe doch, ne? Ja, genau. Den setze ich jetzt mal an. Und stopp. Und dann setzen wir den erstmal an hier. Okay. Jetzt haben wir den Kurier dran. Und dann werden wir mit dem Kurier erstmal zum Feld fahren. Zum Abernten da hinten müssen wir also hin. Und hat er sich jetzt dadurch der intelligente Helfer, der fuhr da einfach im Kreis los. Und dann nannte sie in dem Menü. Und das Menü war nicht richtig erklärt. Also, jetzt ist das jetzt Feld. Wo ist jetzt hier? Wo ist der jetzt? Da hinten ist ja okay. Der Feld ist hier, der Feld ab der Renner. Und der dreht auch so, wie er drehen soll. Was habe ich jetzt hier? Hier auf dem Nachbarfeld habe ich da was? Da ist der Ölsamen oder wie, ne? Und da habe ich auch Sojabohnen, ich glaube, da habe ich auch Sojabohnen. Und ja, also mit dem sollte ich jetzt mal hier runterfahren. Hier hinfahren so, dass ich also hier stehe und den gleich abholen kann. Damit stehe ich auch nicht mehr in Bewegung und dann, ja, weiter. Ich muss jetzt hier bin ich, das Feld, das jetzt hier, wo stehe ich jetzt hier? Der hat sich gestern auch, ich wollte den düngen, ne? Ich wollte den gedüngt haben, glaube ich, gestern, wie war das hier? Feld 26, genau, 26 muss gedüngt werden. Was habe ich da drauf überhaupt? Da ist auch Sojabohnen drauf. Hier möchte ich die Sojabohnen noch, die Düngung da weitermachen. Und das machen wir jetzt mal. Wenn wir das absenken, einschalten und dann den Düngermasch lassen, der soll das Feld weiter düngen. Wie wird der jetzt hin? Das macht er das jetzt oder macht er nicht? Ach, den jetzt hier, der ist schon wieder an mit deiner scheiß Kreisfahrt. Oder wie? Den hast du gerade ausgeschaltet. Also. Was macht der jetzt hier? Was macht der jetzt hier? Bitte wieder zurück, irgendwie? Also das Ding ist scheiße, sag ich mal. Das AI. Und das funktioniert nicht richtig. Oder ich kann damit noch nicht richtig umgehen, also AI. Aha. Ich muss das Ding erstmal ausschalten. Aus. Und
Das steht schon wieder. Ja. Der hat so gerade wie normalerweise gefahren. Okay. Und dann, was haben wir da? Da haben wir hier einschalten, anschalten, okay. Zusammenhängendes Feld merken. Geht zurück. Und jetzt fahre ich jetzt mal wieder auf das Feld. Ich möchte mal wechseln hier. Ich wollte eigentlich nur hier das normal den Düngvorgang fortsetzen, aber irgendwie hat das jetzt nicht geschafft hier. Nochmal weitermachen. Also vorne habe ich jetzt 200% und möchte aber das Feld durchfahren hier bis nach hinten und ja, weiter. Jetzt möchte ich den Helfer einstellen. Bitte schon wieder Linkskurve, der soll keine Linkskurve machen. Wieso hat der den links? Spinnt der irgendwie? Der Rechtsteil? Der soll das gar nicht machen jetzt hier. Also der spinnt irgendwie. Also der kommt jetzt raus hier, den schmeiße ich raus. Okay. Also muss den ausschalten und dann erstmal wieder, wie werde ich den los? Wie werde ich den los? Den intelligenten Helfer. Also das nervt jetzt. Hat die Arbeit der Folge beendet? Ja, ich sehe überhaupt nicht, dass sie irgendwas beendet hat hier. Stopp. Also, ich muss mal anhalten, das Ganze hier. Und wie mache ich das jetzt hier? Ich muss den Helfer rausschmeißen. Und dann erstmal, das läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich kann damit noch nicht richtig umgehen. Und ich habe die falsche Version oder was auch immer. Nicht die letzte. Und die wollen Geld haben, keine Ahnung. Also, der wird jetzt mal ausgeschaltet jetzt. Okay, jetzt stellen wir den wieder ein. Handspiel schalten. Ja bitte. Jetzt kommt wieder die ganze Werbung jetzt. Natürlich nervig, okay. Denken wir den mal gleich weg, den auch. Und jetzt können wir den starten. Den starten bitte, ja. Und jetzt habe ich da oben den ausgelassen. Vehikel aus, ja. Und jetzt soll der starten. Jetzt habe ich kein Vehikel mehr. Ei. Und dann soll ich mit dem normalen weiterfahren können. Da sind wir also wieder. Und jetzt läuft jetzt alles noch weiter oder nicht? Ich weiß nicht genau. Also der steht da unten, der steht dann da unten. Das heißt, da ist ja ganz gespeichert worden. Dann kann ich jetzt hier also mal anfangen, ganz normal, wie ich das vorhatte, dass ich das jetzt hier nochmal 7, 8 Gramm habe. Okay, und dann setzen wir den ab und jetzt fangen wir in das Feld rein und wird eingeschaltet. Jetzt soll der Helfer mal sparen. Der soll das Feld jetzt abernten wie normal.
Macht er. Okay. Und okay. Fall Nummer 2. Fall Nummer 2 war jetzt hier mit dem, dass ich ihn erstmal wegstellen wollte, den Pöttinger, und dass ich den abstelle und dass ich dann oben zum Feld fahre, telefonieren, dann tun wir den hier auch abhängen und dann kann ich jetzt hochfahren zum Feld. Das ist Feld Nummer 2, zweiter Versuch heute. Und ja, was habe ich jetzt da verkehrt gemacht? Und die Dokumentation, habe ich jetzt das richtig hochgeladen oder was war das für eine Version überhaupt? Ich bin eine ZIP-Datei hochgeladen, aber ich weiß gar nicht, welche Version das jetzt ist. Die letzte oder... Also jetzt fahren wir erstmal hier hoch und dann machen wir erstmal den Anhänger, wie gerade, und dann wollen wir den Anhänger anhängen für das Soja. Da steht der Anhänger, gut. Und dann werden wir jetzt den Anhänger hier anschmeißen. Und das wird heute das Soja hier quasi abgeerntet bekommen, um auf diese Weise Einnahmen zu erzielen. Haben wir. Und dann können wir mit dem jetzt hier umfahren. Fahren Sie mit dem hier hoch da. Die sind dahinter. Also, das funktionierte nicht so wie es sollte. Weil die haben da irgendwie Mist gemacht. Oder so. Oder ich verstehe das vielleicht nicht richtig, kann auch sein. Mit dem intelligenten Helfer, okay, dann können wir jetzt hier, das war jetzt der Helfer, ja, der erntet, der sitzt also Kartoffeln, ne? Das sind meine Kartoffelernter. Und wieso steht der oben? Der wollte das Feld hier machen. Aber das muss ich jetzt auch erstmal, wegfahren. Und wohin? Tja, ich stehe überall im Weg, egal wo ich stehe. Müsste den Helfer vielleicht ans Ende des Feldes fahren, da unten irgendwo hin, und dass ich dann hier so reinfahre, hier stört niemanden, okay, dass ich also hier mit dem Kartoffelernter hinfahre, und dann brauche ich erstmal, wenn ich den abhänge, und dann mache ich was hier, jetzt müsste ich hier vielleicht einmal Ölsaat drehen, dass ich Ölsaat drauf mache auf die Kartoffeln erstmal. Dass ich jetzt hier erstmal Ölsaat mache. Und genau, dann machen wir hier Ölsaat. Und dann schauen wir mal, dass wir da so rankommen. Mit hinein. Und dann machen wir hier eine Kurve mal von den anderen Ende des Feldes. Dann kann ich hier erstmal die Ölsaat sitzen. Dann ist hier die Ölsaat rein. Hier soll jetzt die Ölsaat theoretisch eingestellt werden. Wir können so bohren, sondern theoretisch sollte eingestellt werden, okay. Und jetzt soll der Marsch machen. Das einschalten, absenken und dann der Helfer Marsch machen. Jetzt macht okay, der Helfer arbeitet das Feld ab. Also, wieder ein Helfer dort und ein Helfer hier. Hier wird das erste Feld wird der Ölsamen gesetzt, und nach dem Ölsamen durch das rubbern und dann kann ich das sehen. Soweit so gut. Also,
Weiter, jetzt wollte ich da unten noch wo man dann jetzt hier, der ist okay, der steht jetzt da, der steht jetzt hier, ich möchte den auch einschalten. Okay, also hier, das halt weiter düngen. Also ich kann aufgehört hatte, und der ist jetzt weiter, und der Schuhe aber nicht mehr. Weiter geht es, runter wieder und so, also, was gibt's Neues? Das wird jetzt schon abgedüngt hier, mit der Sahne, ist schon durch, wollen wir sehen, wir sind also da unten, bei Feldfrüchte, Bodenbeschaffenheit, da sind wir also durch. Haben wir das gedüngt? Gut. Jetzt müssen wir noch, aber das Grasfeld, was haben wir da hinten? Haben wir da was gesät? Da haben wir Kartoffeln gesät. Da müssen wir auch mal eine Düngung machen. Okay, dann machen wir da unten eine Düngung. Dann haben wir den anderen Feld rüber. Und dann kommen wir zum anderen Feld hinten. Da haben wir, glaube ich, gesät Kartoffeln, ne? Da habe ich, glaube ich, gestern Kartoffeln gesät. Und was haben wir jetzt? 9 Uhr gleich. Ich habe noch keinen Pfennig verdient und jetzt hier der Kraut. Muss der Kraut eigentlich hier gedüngt werden? Nee, muss der Kraut, die Kraut ist gut. Das ist alles gut, nur das Nachbarfeld ist nicht gut. Und da fahren wir jetzt mal hin. Also auf das Nachbarfeld, die 19. Ich weiß gar nicht, habe ich da jetzt sowas gesehen oder nicht? Jedenfalls fehlt da der Dünger. Das ist schon mal klar und deswegen fahre ich da jetzt den Dünger auf. Und also das ist der zweite Traktor. Und dann fahre ich halt mit dem nächsten, der zweite Traktor und der zweite Helfer. Also hier die wachsen glaube ich Kartoffeln, ne? Hier sollten Kartoffeln wachsen, nach meiner Information. Und dann kann ich jetzt hier mal einfahren und immer düngen, machen die mal ab, dann können wir den einschalten, dann können wir den düngen. Macht ihr das jetzt oder? Bin schon jetzt, ich muss auf das Feld drauf, damit der weiß, was er tun soll. Und dann einfach die Arbeit beendet. Jetzt macht er das, okay? Jetzt macht er das und dann düngt er das Feld auch ab.
Okay, was haben wir jetzt auf dem Feld drauf? Da sieht man schön Botschaften, wunderbar. Also, und da oben wird die Ölzeit aufgetragen, bei J trägt die Ölzeit auf und H erntet das Feld ab und B düngt das Feld. Okay, soweit so gut. Jetzt kann ich mich mal um die Hühner kümmern. Endlich mal. Ich muss mich um die Hühner kümmern da. Also mit den Hühnerstall mal sauber machen. Und dann können wir mal hier so den anhängen. So, jetzt hängen wir den ein. Dann können wir den ein bisschen durchfahren. Ich habe den wieder. So ist hier. Also ich möchte jetzt mal losfahren und das Feld hier so einsetzen. Und ich würde jetzt mal einigermaßen da so hinfahren. Okay, dann können wir das mal absenken. Wie sieht es hier aus von außen? Da habe ich irgendwas liegen lassen. Und machen wir hier mal weiter. Dann wechseln wir das drauf. Okay, dann haben wir das oben. Ich muss jetzt zurückfahren. Dann können wir das abkippen. Okay, damit haben wir das erste Feld schon mal sauber. Dann fahren wir zum anderen Feld hinten. Und dann fahren wir zum anderen Feld. Ja, wieder ein bisschen stressig heute. Also mit dem intelligenten Helfer. Ich habe das Video gesehen, da war ich begeistert. Dann habe ich das installiert, da war ich nicht mehr begeistert, weil es dann doch nicht so funktionierte, wie erwartet. Oder ich habe die falsche Version oder so, weiß ich nicht genau. Also, wo ich dann wieder dahin gehe, so, nach Hause möchte ich, so, und dann weiter runterfahren, ein bisschen nach vorne fahren, und dann fahren wir den ab. Hier haben wir den hochfahren, und dann geben wir das ab hier. Okay, dann können wir den weiter hochfahren, und dann haben wir hier den Bogen, und dann fahren wir da also wieder zurück. Ja. Und dann können wir den jetzt hier absetzen hier. Setzen. Und dann können wir die jetzt hier. Wieso nicht? So nicht. Sondern möchte ich nur erstmal untersetzen. So. Möchte ich den hinsetzen. Und dann möchte ich da. Und jetzt möchte ich so absetzen. Okay. Haben wir. Und dann können wir jetzt hier so fahren. Okay. Und dann können wir jetzt hier mal zu nahe fahren. In der Hoffnung, dass wir diese Weise vielleicht umgeschissen bekommen. Ja, man, gut. Und ja, dann können wir mal aussteigen. Und dann mal sehen, dass müssen wir beinahe was machen. Ich weiß nicht genau. Habe ich jetzt zu viel, was sagen meine Tiere, überfüllt oder 46, 50, 60, ja, 60. Wir sind über 500 Millionen Tiere verkaufen und dann müssen wir auch Tiere verkaufen. Okay, dann verkaufen wir mal Tiere. Also, gehen wir erstmal so drauf und einmal die Taste R drücken, da sind wir mit 4 hinter, dann verkaufen wir mal 60 Kühe,
60 Kühe, sag ich schon, 60 Hühner verkaufen also. Und ja, also vor lauter Arbeit weiß ich gar nicht hier, was ich hier machen soll. Manchmal 464, 480, 500, sind wir gleich da, 160, 70, noch ein so, okay, haben wir 60 Hühner verkauft, dann haben wir ein bisschen platzieren und dann gehen wir mal dahin, und dann laden die jetzt mal auf, fangen wir vielleicht da hinten mal an, dass wir das Paket vielleicht mal zuerst abladen, das da vielleicht, und das packt die so, und dann dann nehmen wir das zweite Paket hier, das hier, nehmen wir an, dass das letzte aufgeladen wird, und eine Helfer hat die arbeitet dann von Contact, das ist also der Zoe, also Zoe hat einen von Contact, und ich habe mal erstmal meine Tanke voll. Ich kann das nicht haben, wenn meine Arbeit dauernd unterbrochen wird. Also, wenn wir den auch absetzen, dann haben wir noch einen da hinten. Nehmen wir den hier vorne jetzt auch noch mit. Den hier. Haben wir nur 5 Kartons heute. Und ist ja wenig. Wieso sind das so wenig? Meine Tiere waren vielleicht gut gefüttert, aber trotzdem. Also, jetzt immer weiterfahren zum Hof da hinten. Dann fahren wir mal zum Hühnerhof da hinten. Ja, also vor lauter Ernten und Sehen komme ich hier gar nicht mehr dazu, mich um meine Hühner zu kümmern. Also sind wir hier, okay? Das passt eigentlich. Also aussteigen, dann können wir mal da hingehen, zum Viehmenü, einmal die Taste R drücken, und dann machen wir 60 Hühner verkaufen. Die Hühner verkaufen. Ja, wieso hat das nicht geklappt jetzt mit dem AI? Also vielleicht hätte ich mir erstmal das durchlesen sollen, in einer Ruhe, aber ich habe keine Ruhe. Ich habe ja schon gesagt, ich bin Stadtneurotiker, und ich habe es immer eilig, muss immer sofort funktionieren. Wenn das nicht funktioniert, die Idee war bestechend, aber nicht zuletzt auch, weil ich jetzt natürlich meinerseits auch schon, also indem wir hier den hochheben, und dann legen wir den ab hier, 2, 3. Karton, das ist der 3. Karton hier, und ich hatte 55, habe ich 10 Kartons jetzt an den beiden Stellen. Ich müsste dann 5.000 Euro geben. Und was habe ich denn? Ich habe nur 9.000 Euro im Konto. Ja, 9.000 Euro habe ich im Konto. Und 18.000 Schulden. 18.000 Schulden oder mehr, 9.000 glaube ich. 78, 880 Schulden. Und dann müssen wir dann mal dran arbeiten, dass die Schulden, dass ich davon mal runterkomme. Und ja,
Also die Verlockung war erstmal, du kaufst die Grundstücke und dann kannst du auch mehr Kredit aufnehmen. Mit dem Kredit kaufst du dann die Maschinen und wenn du den auch noch mitnehmen kommst, wenn du den auch noch mit, ist zwar nichts drin, aber könnte vielleicht auch was geben wieder. Okay, dann haben wir das. Dann können wir uns einsetzen. Dann können wir hier weiterfahren, fahren wir jetzt rüber. Und dann fahren wir hier so. Also, jetzt können wir also das erste Geld heute verdienen. Wie sieht das hier mit dem Preis? Also was bringt du? Wir bringen wenig heute. Kennst du die Preis? Das haben wir so einen sehr hohen Preis und wieso sind die so so niedrig? Das kann man nicht an mir liegen. Also für 1000 Euro muss ich den nicht verkaufen, da den. So, ja. Und die Eier heute auch kommen was. 2700 beim Restaurant. Okay, dann fahren wir zum Restaurant. Also, ja, also auf dem Restaurant, auf der Abladestelle und so. Jetzt habe ich heute einen Mod gesehen mit Autodrive, aber das klappt auch nicht so wie es sollte, glaube ich. Ja. Also die stellen irgendwas vor und dann funktioniert das gar nicht. In der Vorstellung schon, aber dann nicht in der Praxis. Also, intelligente Helfer, AI, das war dann wohl nichts hier. Also fahren wir jetzt mal weiter, dann weiter und nochmal ein bisschen zurück, und dann ein Stückchen weiter, bis hier, und dann checken wir mal aus. Und da sind wir, und dann müssen wir hier mal so hochspringen. Und dann nehmen wir den mal ab hier. Den mal ab. Oh, hat er sogar jetzt genommen jetzt. Ich bin beeindruckt hier. Und jetzt wieder? Jetzt will ich ihn nicht mehr. Jetzt schon wieder nicht mehr. Und der. Dann können wir jetzt diese Ruhe nehmen. Und also wenig Geld gibt es heute für Eier. Aber die sind ja mehr. Ich habe gar nicht so viel verkauft heute. Gestern auch nicht. Und bei Soja ist es so, wenn meine Felder voll sind, wenn ich halt so eine große Ernte habe, dann ist der Preis im Keller. Oder wie? Das passiert schon zum zweiten Mal. Also, berechnet die Erntemenge anhand der Felder und berechnet dann daraus den Preis oder wie?
Aber 1000 ist immer noch ein guter Preis. Bei 20.000 Litern. Tja, einmal geht der nicht hier. Ist weg. Und jetzt haben wir den. Denkst aber nur. Und dann können wir den jetzt hier. Muss ihn abwerfen. Und ja, nimmt er. Jetzt habe ich hier noch welche liegen oder nicht? Ja, keine mehr, okay. Ich habe sie alle wo wir abfahren. Und dann haben wir heute welche eingefahren. 5000 ungefähr, denke ich mal. Der hat durch die Hühner 4200 Ernte. Okay. Und weiter. Dann müsste ich jetzt mal zum Feld schauen oben. Der müsste jetzt da auf Absenken warten. Und dann fangen wir mal da an. Dann trinken wir den mal ab hier. Dann müssen wir drunter, so jetzt müssen wir jetzt drunter sein. Okay, wir sind drunter und haben die ersten 5600 Liter drin hier. Ja, und wie sieht es hier weiter aus da oben auf den Feldern? Also das Feld ernte ich jetzt ab. Und was haben wir denn da noch? Das Feld wird gerubbert. Da war vorher der Walzen drauf. Und beim Wachstum, ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Und dann können wir die 14 können wir gleich schon kaufen. Was haben wir bei 14? Bei 14 haben wir auch Sojabohnen. Und 3 Felder mit Sojabohnen. Und der hat auch Sojabohnen. Der auf einmal bauen alle Sojabohnen an. Kein Wunder, dass das natürlich der Preis in den Keller geht. Also, die bauen den dann auch an, um meine Expansion dazu zu stoppen oder zu reduzieren. Und was haben wir da? Unten, mein Nachbar, 22, das baut der an. Der hat ein Wachstum und Feldfrüchte, der baut also Mais an. Der hat also Mais, ja. Und kostet aber 280.000 das Feld. Und da oben, das kostet nur 100.000. Dann lasse ich die Reihe da oben vollständig. Okay, dann könnte ich da vorne vielleicht Zugriff reinmachen, so, ne? Mache ich da Zugriff und dann mache ich dann, aber später erst. Also später erst, okay. Machen wir da Zugriff rein und dann machen wir da Kartoffeln und so weiter und so weiter. Das müsste dann auch, wenn wir dann Kartoffeln da haben, Satyrium, Kartoffeln, Soja und Weizen oder so. In dieser Richtung irgendwie. Das werde ich mal abwechselnd machen vielleicht. Und da kommt dann als nächstes Kartoffeln hin. Wann? Morgen? Morgen habe ich das Feld da hinten fertig, ne?
Bodenbeschaffenheit ist gut. Hier auch. Sieht auf jeden Fall so aus. Und ja, also da könnte ich das nächste Feld annehmen, aber ich habe im Moment genug zu werben. Also soll mal was anderes machen hier. Und da habe ich Kartoffeln da unten, die sind aber noch nicht so weit. Ja, gut, also, wo sind wir jetzt hier? Müssen wir mal wegfahren, ich bin hier im Turm und blockiere den ganzen Verkehr. Also, weiter. Der gruppert schön das Feld ab. Und dann kann man, wie mein Gefühl sagt, gut oder wie? Richtig kaufen. Macht er wahrscheinlich nicht. Bei Saatgut kaufen. Und mit Saatgut 651. Und Kraftstoff auch. Das geht ja eigentlich. Ein großes Feld wird das liebeweise gedüngt. Okay. Ja. Die Serie, der arbeitet unermüdlich, der fährt ein richtiges Arbeitstier. Also, weiter geht es. Ja, wo stehe ich denn hier eigentlich? Hier stehe ich möchte wieder zurückfahren. Hierhin vielleicht die Heimat erstmal, den Wagen erstmal abstellen und dann können wir vielleicht das Kreisgespann anmachen. Da habe ich die Hühnerarbeit schon mal erledigt und dann mache ich das Gras dran oder ist zwar nicht so stark wie der andere, aber diese Weise hätte ich dann heute auch ein bisschen Einkommen durch Gas. Oder habe ich zwei Geräte quasi und ich habe ja gar nicht gesehen, wie mein Kontostand heute ist. Also hier gewächst auch demnächst was. Dann muss ich da grobern vielleicht mal. Also jetzt habe ich oben ein Feld fertig gesät, ein Feld habe ich geerntet und eins gedüngt. Gegrubbert und gedüngt. Und dann muss ich dann mit dem Tiefenschäger drüber. Und dann war es das. Und dann kann ich da die Kartoffeln sehen, die habe ich ja schon da oben stehen. Okay, dann fahren wir dann jetzt hier erstmal den wieder daneben hier. Stehe ich jetzt hier gut daneben. Ich hoffe doch, wo wir vielleicht ein Stückchen durchfahren. Dann kann ich ihn abhängen. Und ja, jetzt sind wir erstmal hier frei. Und weiter, da habe ich dann einen Traktor, da kann ich nur einen Traktor frei haben. Dann könnte ich jetzt, an den Traktor kann ich den Hosen dranhängen und hier mache ich jetzt hier dann und dann hänge ich den hier ein. Und dann fahre ich da drüben hin und das ziehen dann und der ist zwar ein bisschen schwächer wie der andere Traktor, wie der Walter, aber der sollte das auch packen hier. Jetzt habe ich den beide. Jetzt kann ich den vorne mal einschalten und absenken und dann wechseln auch einschalten, absenken. Dann kann ich mal da aufs Feld fahren. Dann fahren wir mal hier so aufs Feld und dass wir hier ein bisschen was abernten.
Okay, hier haben wir vor allen Dingen auch Platz und Ruhe und Zeit. Und ja, aber es geht trotzdem langsam hier. Sehr langsam. Langsamer als mit dem anderen Traktor, mit dem Balter. Ja, aber dann sind wir weiter. Und jetzt bin ich so Kai rum und so 5 Stundenkilometer fahre ich. Unglaublich langsam. Also, sollte doch den schrägen Traktor hier dran machen, und dann mit dem vielleicht nach oben fahren und mit dem dann oben das Korn wegfahren. Oder ich wollte sowieso vielleicht noch einen neuen Traktor kaufen, den Fendt. Dass ich noch den Fendt habe, der ist ja schon sehr alt hier. Aber der macht nur seine Pflicht hier und möchte ich hier langsam zum Abwaffen haben? Ich weiß nicht genau. Also das gibt ja auch Geld hier. Da wird einen abgeladen. Jetzt kann ich den zweiten abladen. Und dann fahren wir hier das Feld, fahren wir das hier ab. Ja, wir haben jetzt 12 Uhr gleich. Das heißt, ein Gasbein habe ich geschafft. Und ja. Also einen neuen zweiten Traktor kaufen oder habe ich jetzt erstmal genug? Ich sollte erstmal versuchen, die Kredite mir zu reduzieren, aber das kriege ich am ehesten mit Gras hin. Mit Gras habe ich garantierte Einnahmen und auch hohe Einnahmen. Und das andere Ernten, das sollte dann nur ein Zusatzeinkommen sein. Und auf diese Weise vielleicht auch. Ja, dann haben wir das Feld oben abgeerntet gleich. Dann kann ich morgen vielleicht damit beginnen, das Feld zu bearbeiten. Und das ist ja morgen auch einmal. Was ist denn morgen drauf? Dann setze ich dann morgen vielleicht meine kleinen Felder hier. Tja. Wo ist denn drauf? Ja. Also war ärgerlich, dass das hier mit dem intelligenten Driver nicht geklappt hat. Oder wollten die Geld haben oder was habe ich da verkehrt gemacht?
Es fing schon damit an, dass er quasi dass er gar nicht sieht, wo ist jetzt die Release-Funktion und wo ist jetzt der aktuelle Code oder was. Also bei GitHub. Die haben halt den ZIP zusammengepackt und ich weiß nicht genau, was in dem ZIP drin ist. Und GitHub kenne ich eigentlich, aber so groß vertraut bin ich jetzt damit auch nicht. Also ich möchte dann vielleicht, dass die Leute das da abonnieren, aber ich habe nicht das neueste Modul oder was auch immer. Normalerweise steht immer nach, sollte da so eine Versionsnummer dabei stehen, damit man sieht, was man da eigentlich hat. Also der Helfer, so wie ich ihn habe, von der Firma funktioniert. Und der Rest funktioniert nicht. Dann können wir den gleich wieder runterschmeißen. Und deswegen hat die Firma den auch nicht lizenziert, denke ich. Dass die Firma sozusagen den Schrott auch erstmal draußen lässt. Und naja, vielleicht kommt er ja später in der Version 2 oder 3 sind dann vielleicht so weit, dass man den benutzen kann. Und wir erstmal wieder abschaffen hier. Also 2 Stück haben wir schon mal. Da war einer und da unten ist noch einer. Da liegt noch ein, 3 Stück haben wir. Dann mal 4 vielleicht. Es dauert ein bisschen Geld mal wenigstens hier mit Gasball. Und hier sind wir auch das Gas ein. Geht zwar berghoch, aber da sind wir fleißig ein. Dann können wir das hier so mit einpacken. Wo wir das vorhin gesehen haben oder nicht wahrgenommen haben hier. Dann sind wir jetzt hier wieder mit den Hälften durch. Und da 2, da liegen 2, 3, 4 habe ich schon. 4, sind immer 4.000, dass ich das Geld schon mal für die Löhne heute zusammenbekomme. Und dann nehmen wir mal hier das Gas auf. Da liegt schon noch Gas. Habe ich alles liegen gelassen. Jetzt geht sie wieder berghoch. Und fahre ich jetzt welches auf oder nicht? Doch, aber wenig, glaube ich. Jetzt fahre ich mehr auf. Scheint so, ne? Also was macht der Helfer oben? Was machen die Helfer oben? Ich weiß nicht genau. Könnte man nachschauen. Da, der eine Helfer arbeitet und der andere, was mit dem? Der eine ist ab der H und der andere ist fertig. Und so, okay, der H
hat er nur noch was zu tun. Und dann fangen wir hier weiter. Und ja, ich denke mal, dass hier der Überpass jetzt heute auch nicht mehr fällt. Gestern war sehr schön, aber heute ist er wieder sehr schlecht. Also, bei 10 Tonnen könnte ich 17.000 annehmen. Und ich nehme heute nur 11.000 an. Dann haben wir wieder einen fertig hier. Und hier weiter geht es. Weiter geht es. Weiter geht es. Jetzt fällt die ab. Der hat den fast vollen Traktorentank wieder oben. Okay. Und ja, was mache ich jetzt? Ich könnte noch das Eckfeld mir auch noch holen. Bei 4. Das 14 könnte ich mir auch noch kaufen, dann kann ich dort gleich den auch abladen, oder das ist ein voller Traktorentank 14. Dass ich die ganze Reihe da oben bekomme. Da habe ich 9 Grundfelder. Also ich sammle eben die Felder und kann dann viel abernten, aber ich habe dann mehr Arbeit mit dem Ernten. Ich muss dann vielleicht mehr Felder mal liegen lassen. Aber wieder an. Und den auch mal. Dann können wir den auch machen. Okay, weiter geht es. Haben wir das Feld hier gleich abgeerntet? Ja, gleich nicht, aber wir brauchen noch was. Und heute sind wir wieder viel liegen lassen hier. Und dem Gas. Das ist eine reine Vergeudung. Also hier geht es wieder so ein bisschen berghoch. Und da geht es wieder bergunter. Und dann fahren wir so um. Okay. Sind wir gleich wieder voll. Jetzt sind wir voll. Geht dann bei von denen aus. Und dann mal Z. Und ja, 8 Stück sollte ich schon mal haben, bald, denke ich. Was hat 12 Ballen hier von dem Feld? Das wären dann 12.000 vielleicht, ungefähr so. Plus minus 30 Grad. Und geht mir um den Nerv hier. Ich hätte schon gesagt. Also,
Okay, dann haben wir wieder einen. Okay, weiter geht es. Also, Freitag haben wir. Da müssen wir vielleicht noch was einkaufen gehen heute. Das brauchen wir unbedingt. Tja. Vielleicht da oben. Mal sehen. Und dann da so hinkommen. Und dann machen wir hier den mit, nehmen wir den mit hier. Und wir hier so rein. Und dann fahren wir so rein. Und dann haben wir hier gleich wieder einen voll. Dann können wir gleich, wenn das Feld gleich abgearbeitet ist, dann können wir gleich hier drehen. Dann weiter drehen. Dann kommen wir wieder hier rein. Und das hier so ab. Und dann bauen wir das ab. Und dann haben wir das hier auch gleich. Okay. Dann können wir die mal schalten. Und dann kann ich gleich den anderen Hose einschalten. Also jetzt haben wir den. Ja. Haben wir. Und wenn wir mal so eine Bahn fahren. Dann fahren wir die Bahn ab. Und da haben wir jetzt eine Bahn. Wir nur krass liegen. Hier krass liegen, da aber auch krass liegen. Überall liegen nur so eine Reste hier. In Graz. Und ja, dann sind wir hier durch mit dem Feld. Dann sind wir hier durch. Der letzte Ballen jetzt. So aus, ne? Der letzte Ballen hier vielleicht. Die letzte Tour. Und dann können wir den noch mitnehmen. Und dann noch welche. Ja. Und was sieht das oben aus? Da oben müsste der fertig sein jetzt. Müssen wir nachschauen. Wie sieht das da oben aus? Also, der wartet auf Abladen. Genau, der ist fertig. Und dann fangen wir mal dahin. Machen wir erstmal weiter hier. Hier machen wir erstmal weiter, um dann mal zu sehen, wie weit wir gekommen waren. Und dann fahre ich jetzt hier mal runter. Hier ist eine dicke Spur. Und dann müsste ich das hier auch gut abgefahren bekommen. So. Und dann können wir auch da drauf fahren. Da haben wir dann 3. Okay. Dann fahren wir den ab. Das war der letzte. Und dann müsste jetzt noch einer drin sein. Und jetzt fahren wir zurück. Fahren wir da unten im Feld zurück zum Standplatz. Und da liegt dann auch noch einer. Wenn wir noch einen abwerfen, der fertig ist hier, werfen wir hier noch einen ab. Und dann
stellen wir den jetzt hier hin. Stellen wir den jetzt hin. Stellen wir den jetzt hier ab. Okay. Fertiger. Und dann fangen wir mit dem hier rüber. Dann stellen wir den jetzt hier ab. Den Kuhn stellen wir dann hier ab. Und dann haben wir das. Okay, dann können wir jetzt den Hose anhängen. Machen wir das. Und dann können wir damit Geld verdienen. Und dann fahren wir mal nach oben. Der Hälfte ist fertig, glaube ich, da oben. Und da ist egal. Oder können wir den anhängen. Und dann fahre ich mal nach oben. Hier sind wir also. Und der ist dann durch da hinten. Also mal hier. Der ist also von Kontakt. Fahre ich mal den Kontakt aus. So. Wenn den Kontakt mal aus. Ne, stopp, bitte da bleiben. So. Und dann möchte ich jetzt hier mit der anderen Maschine, mit der nicht, mit der auch nicht, mit der auch nicht, mit der Maschine möchte ich jetzt kurz abdenken und dann holen wir den da ab. Hier haben wir alles durch, Feld ist abgeerntet, hat super gearbeitet und da wächst schon, da wächst jetzt schon. Okay, jetzt haben wir also 11.000 quasi. Und was machen wir jetzt noch hier oben? Dann könnte ich den Feldern nachkaufen, könnte ich den abarbeiten und was hat mein Geld eigentlich, mein Konto? Mein Kontostand hat 1.000. Aber ich möchte erstmal das Vorhandene erstmal abarbeiten und die Schulden reduzieren, bevor wir weiter expandieren. Und okay, ein kleines Feld eigentlich, aber wir können das kaufen und dann wieder verkaufen vielleicht. Okay, wir kaufen das, verkaufen das und lassen denen die Arbeit machen. Okay, das können wir machen, das heißt, ich sammle nochmal Geld, 100.000, oder was gibt es, 107 glaube ich. So, was ich habe, und dann gehe ich mal zum Feld, dann kaufe ich mal das Feld. Das Feld mal kaufen, dann kaufen wir das Feld mal, okay, ja, möchte ich, okay, weiter, und dann wieder zurück. Und jetzt habe ich also das Feld auch noch, und jetzt gehen wir mal, jetzt haben wir den hier abgedankt, und dann fahren wir mal hier weiter. Jetzt können wir dann gleich zum nächsten Feld fahren, zum Spitzenfeld da vorne. Mit dem fahre ich jetzt mal auf die Straße und mit dem fahre ich jetzt mal auf die Straße, in der Richtung zumindest. Und der ist jetzt fertig. Der hat gut gearbeitet hier. Und jetzt fahre ich jetzt mal zu dem hin. Ne, zu dem fahre ich jetzt mal. Und wo ist jetzt das nächste Feld? Da ist die Straße. Wo ist das Feld 17 eigentlich? Das ich jetzt gerade gekauft habe. Das steht dann weiter unten, ne? Das müsste weiter unten sein. Dann fahren wir da mal hin. Und dann können wir das auch noch abhängen. So heute Feld auf 20.000 Tonnen. Da steht wieder irgendein Gerät da im Weg oder nicht im Weg. Da steht ein Gerät im Wege, glaube ich. Was ist denn das da? Der? Steht der auf dem Grünstreifen oder auf dem Feld?
Es steht aber ein Grünstreifen, Gott sei Dank. Ich kann mir mal hier so einfahren, stopp. Hier möchte ich so einfahren. Und dann mal zurückfahren ein Stückchen. Und dann weiter vorfahren wieder. So, das ist also hier, stopp. Das ist also jetzt hier das Feld sinken kann. Und dann möchte ich das Feld hier auch abernten. Hier haben wir unten. Und das will jetzt hier das Feld abernten. Okay, macht er. Das läuft also gut. Und wie weit müssen wir mal sehen. Okay. Und jetzt könnte ich mal mit dem hier weiterfahren. Hinausfahren. Und dann nehmen wir jetzt mal an. Du bist mein Nummer 1 hier. Habe ich dir ja schon gesagt. Wenn nicht, weißt du das jetzt. Okay, Nummer 1 haben wir schon mal. Und dann die Nummer 2. Nummer 2. Wie Nummer 3. Nummer 3. Wie Nummer 4. Du bist Nummer 5. Dann wird der Nummer 6. Okay. Und die. Jetzt haben wir Nummer 6, okay. Jetzt haben wir da Nummer 7. Du bist Nummer 7. Du solltest schon gerade eingepackt werden, aber Nummer 7. Dann haben wir hier Nummer 8. Dann bist du Nummer 8 hier. Du bist Nummer 8. Okay, dann können wir den hochmachen. Dann haben wir die ersten 8 schon mal. Und dann können wir mal sehen, was kriegen wir jetzt hier bei den Ballen. 311. 311 wären 1200 pro Stück. Das sind 1200, ja, das wären 9600, ne? 9600, ja, auch ein guter Preis. 9600. Für Ballen, dann habe ich nochmal 6 Ballen, und dann 5 Ballen, 4 Ballen, 4 auf jeden Fall. Ob wir 6 Stück zusammenbekommen, weiß ich noch nicht. Also, wenn wir jetzt mal die 9600 hier holen, und beim Soja gibt es 1000 Euro, denke ich mal. Und was mache ich dann mit dem Soja? Soll ich das einlagern oder wann kann ich das verkaufen? Wenn der Preis gut ist, kriege ich 17.000. Und heute kriege ich nur 10.000 dafür. Weil alle Welt jetzt hier Soja hat, glaube ich. Wir müssen den Soja halt in Silo kippen, damit der Preis besser wird. Wenn der überhaupt besser wird. Okay, können wir den absenken. Und dann machen wir den hoch. Und laden wir den ab. Haben wir 9600 ungefähr. $10.000 Preis gestiegen, sehr gut. Also, jetzt haben wir 13 Uhr am Abend. Dann können wir mal weiterfahren hier. Und dann können wir mal weiterfahren. Und dann holen wir die anderen noch 10.000 am Abend. Also, das heißt 1000 Euro pro Wahl oder mehr wie 1000. Und
Ja. Und dann können wir den mal schon ausfahren. Die Bügel ausfahren bitte. Und dann kommt hier der S-Bahn gleich an. Also wie viel haben wir denn jetzt noch? Ich weiß nicht genau. Hier unten ist keiner mehr, glaube ich. Da oben ist da einer. Du bist meine Nummer 1. Und da war Nummer 2 und Nummer 3. Dann ist Nummer 2. Paul im Gas. Nehmen wir den auch mit. Und dann haben wir hier irgendwie 4, ne? Ah, hier liegen noch welche. Hier liegen viele. Also nehmen wir jetzt mal den. Und dann nehmen wir den jetzt hier. Das wir 5 Stück bekommen. Und wäre gerade noch einer. Oder nicht? Da hatte ich ja genau. Die manchmal sehr versteckt hier. Das heißt dann erstmal, oder? Habe ich noch irgendwas übersehen? Wieder einer irgendwo runtergeholt, wo nicht runterholen sollte. Will ich mal aufmachen. Hier ist keine mehr, ne. Jetzt keine. Jetzt kann das sehen, weit und weit. Also, wenn wir die 5 Stück jetzt wieder hoch, habe ich den jetzt oben, ja. Dann fahren wir jetzt Nummer 5000 bei der Schöne abholen. Dann habe ich heute 85 Ballen heute gemacht bisher. Und wir haben jetzt 14 Uhr gleich. Ah, okay. Dann haben wir heute schon mal Ballenarbeit gemacht. Hat der Fahrmanager heute schon mal seinen Dollar erfüllt. 13 Stück sind zwar nicht überragend, aber immerhin. Damit hatte ich ein bisschen Ernte gemacht und Hühnerarbeit. Und was können wir jetzt noch weitermachen? Jetzt wird da oben das Sesselwort abgearbeitet und dann können wir hier unten noch was machen. Also hier unten haben wir Kartoffeln, aber ist ja nicht fertig, ne? Okay, dann müssen wir mal schauen. Müssen wir drauf, ja. Okay. Machen die Nummer ab. Und Nummer 5 Stück. Was gibt es zu 5070, 4800? 16 sogar, super. Super, super. Das heißt also, beim Ballenpreis haben wir also bisher eine Ernte heute 4200, zu wenig nur. Das sind die Hühner, ne? Damit den Ballenpreis 16.000 für Ballen. Okay. Und ja, 14.000. Das ist ja nur für Ernte 16.000 habe ich schon mal. Und ich habe den ganzen Tag, aber das kann man nicht mehr, warum mehr. Einmal habe ich den Preis und also jetzt sind wir hier runter. Ja.
Also 15 Uhr haben wir. Und ja, was machen wir jetzt als nächstes? Wir schauen jetzt mal, wie es hier weitergeht auf dem Feld. Das könnte ich eigentlich von hier machen. Brauche ich jetzt hier irgendwas? Hier könnte ich den Couchchecker anschließen oder Montagestopp an. So, wir den abhängen. Und dann fahren wir jetzt bei dir hoch. Ja, also was ist hier zu tun? Alle Felder stehen prächtig da und zwei Traktoren habe ich jetzt oben. Feld Mainz. Und wo ist jetzt hier? Die muss ich mal runterfahren. Und zwar das zu dem Grundträger da hinten. Und was macht der jetzt da? Hängt der fest oder was? Muss da eine Grubermaschine stehen oder hat der da Probleme? Und genau, der muss mal rüberfahren. Der jetzt hier, der muss also genau dorthin stehen, wo jetzt hier. Okay, der braucht das zum Drehen. Deswegen kommt er nicht weiter. Der hat schon nichts gesagt. Und okay, können wir mit dem jetzt mal wohin fahren? Also hier sollte er gegrubbert werden. Und die habe ich jetzt auch durchgesehen, ne? Ich scheint dort, der hat eine Vorliebe, gerade dorthin zu fahren, wo ich meine Geräte abgestellt habe. Und da ist der Kartoffelernter jetzt. Da kann ich den Kartoffelernter eigentlich auch schon mal holen. Wo ist da vorne, wo ist hinten? Wo ist vorne, da ist hinten, ja, wo ist hier? Wo muss ich ihn anschließen? Dass man hier anschließen kann. Okay, dann haben wir den. Und dann kann ich mit dem vielleicht dann den schon mal an das Feld stellen, dass ich dann demnächst mit den Kartoffeln abhalten will, oder der soll jetzt hier hinkommen und nee, der muss darf hier auch nicht hin, der muss dann an die Seite gestellt werden, weil ich jetzt ja erstmal mit dem Tiefenlocker das Feld bearbeiten muss. Und ja, mit dem Tiefenlocker und der steht den jetzt immer hin. Und das Feld hier, das könnte ich jetzt auch bearbeiten. Womit? Die das jetzt immer hier stehen. Und ja, wenn wir jetzt bei den 3 Feldern, da habe ich jetzt den Ölsatz gesetzt und hier könnte ich jetzt auch nochmal Ölsatz setzen. Okay, Ölsatz. Also das handte ich jetzt ab. Da habe ich jetzt die Ölsatzen drauf und das ist abgeerntet. Dann könnte ich da auch Ölsatz aufsetzen. Machen wir das doch gleich. Das dauert dann immer eine riesen Zeit. Und ja, gehen wir runter, wo sind wir? Also, da möchte ich ja sehen. Ich möchte jetzt den jetzt mal abhängen. Und dann möchte ich das Gerät holen. Das Gerät holen. Und das anschließen. Wo jetzt vorne, wo war hinten? Hier ist vorne. Und dann in das nächste Feld gucken, was wir dann drauf sehen. Okay.
Machen Sie weiter. Wir hören nicht genau. Okay, jetzt wollte aber, weiß nicht wieder so weit. Okay, jetzt haben wir den und machen wir da auch nochmal richtig drauf. Das Feld, das wir gerade bearbeitet haben. Und das wir gerade abgesät haben, abgeändert haben da hinten. Machen wir da jetzt auch den Ölrettich drauf. Der lässt mir ein bisschen Zeit. Und das Feld 16 jetzt. Das Feld 16. Und wo sind wir jetzt hier? Hier sind wir Feld 16. Feld immer noch 16. Auch ein Riesenfeld hier. Also auch ein Riesenfeld. Das 16er. Wir gehen jetzt hier das Feld auch mit dem Ölsamen erobern. Möchte der Ölsamen drauf sitzen und den einfach absenken und dann arbeiten. Und dann los. Okay, macht er. Also, das klappt ganz gut hier mit der Ölsatz. Okay, nach der Ölsatz, das klappt auch gut. Und der jetzt hier, der steht jetzt wo? Das ist ein Dünger. Der steht jetzt auf dem anderen Feld. Den brauche ich jetzt momentan nicht mehr. Wo ich jetzt hier den hier durch in die Arme brauche ich jetzt keinen Dünger. Also den Dünger haben wir. Habe ich den Traktor auch frei. Jetzt habe ich 2 Traktoren hier unten, aber keine Batterie. Ja. Also den Dünger, den stellen wir dann wieder hin, wo der Dünger hingehört. Und wenn wir den brauchen, ich wollte da unten fahren, da wollte ich hinfahren, habe ich 2 Traktoren, ja. Und ja, dass meine Helfer also genug Traktoren haben, dann fangen wir jetzt hier den hier so hin. Okay, aber vielleicht momentan ein Traktor zu viel, aber ist egal. Und wenn wir den abkuppeln und dann müsste ich jetzt vielleicht, was möchte ich jetzt machen hier? Kann ich schon was abernten hier unten? Da ist noch nichts fertig. Wachstum. Ja, morgen habe ich dann die Felder fertig hier. Und da mal so. Ja, dann können wir jetzt da oben vielleicht, da könnte ich den Tiefengruber dran sitzen. Das mache ich jetzt immer, dass ich den Feld mit dem Ölsatz, der ist frei. Wo ist der Tiefenlocker? Der müsste jetzt da stehen irgendwo. Der Tiefenlocker. Da steht da hinten ein wichtiges Gerät hier, das ich dann vielleicht mal hole, dass ich mit dem Feld zum Feld 15 fahre. Und dann kann ich das Feld 15 vielleicht so in tiefe Grube dann erntefähig machen. Okay, dann fahren wir jetzt mit dem hoch und hier können wir mit dann nichts anderes machen. Und dann können wir dann da oben vielleicht mal Kartoffeln säen. Und ja, habe ich 2 Traktoren jetzt da oben. Einer Robot, 3 Traktoren habe ich da oben. Einer Robot, einer sät den Ölrettich und düngt also. Und der soll jetzt 15 quasi, dass ich da gestern schon bereit mache, dass er das jetzt unter Robot
Das dauert natürlich alles ewige Zeiten jetzt hier. Und natürlich kommt klar, dass der Wunsch aufkommt, hier ein Autopiloten-Auto drauf zu installieren, der diese lästigen Arbeiten hier abnimmt. Aber das ist halt noch nicht so weit. Also so, machen wir jetzt das Feld mit dem Öltisch. Das Feld, nee. Das Feld bei 40, 15 ist das hier. 15 können wir dann bald fertig machen. Machen wir 15 fertig. Und dann können wir mit der Sämaschine wieder runterfahren. Also, hier muss er gerubbert werden. Das ist das Feld. Und dann muss er hier, die kommt da rein jetzt hier, wird angesetzt. Durch die Kartoffelmaschine, in der jetzt hier das Feld angesetzt wird, in das Kuppern. Das ist jetzt schon mal an morgen. Und okay. Aber das Feld jetzt hier, aber nicht zu viel machen, dass wir dann nicht hier zu viel Arbeit auf einmal haben. Wir haben ja eine große Feld da hinten abzusehen. Das machen wir morgen. Also, das machen wir morgen. Das große Feld abernten und heute haben wir diese 2 Felder gemacht. Und da sind wir morgen komplett damit beschäftigt, das Feld abzuernten, denke ich mal. Und der macht jetzt das Feld. Und dann können wir dafür die Hohlsaat drauf machen. Wenn die damit fertig ist, der macht das da schön, das abgeernte Feld die Hohlsaat drauf. Sehr gut, und der erntet das Feld da unten ab. Also ich weiß nicht genau, ob ich jetzt hier überhaupt noch Geld verdiene oder ob ich jetzt hier nur arbeite für die Banken und für die Löhne. Ich kann mir was zurückzahlen. Das war aber nur das, was ich gerade heute aufgenommen habe. Ne? Lebe ich jetzt von einem Kredit oder 16.000 von den Ballen? Und das sind 16.000 von den Ballen und 4.020.000 aus Einnahmen. Und das ist aber nicht viel. 20.000 Einnahmen, aber die Leute arbeiten hier unten die Uhr und kosten Geld. Ja, lohnt sich das jetzt noch, oder? Ich habe das Gefühl, dass ich eine Grenze hier überschreite hier, wo es sich ja gar nicht mehr lohnt, wo ich dann da quasi nur noch, dass mein Kreditübergang nicht mehr runtergeht. Ich arbeite und arbeite, aber irgendwie verschlingen die Arbeitskosten und die Erstellungskosten, die verschlingen den ganzen Gewinn. Ich mag ja keinen Gewinn mehr. Also, gestern auch schon, gestern habe ich nur 1100, gestern habe ich nur 1600 Ernte gehabt. Und also momentan helfen die Hühner quasi, dass ich über die Durchstrecke komme. Die letzten Tage 4500, 6500. Ich komme nicht runter hier, weil ich jetzt ja so viele Zinsen zu bezahlen habe. 5000, dann 4000 Kosten und dann Kosten für Dünger und so. Das frisst alles auf. Das frisst die Erträge auf. Und die sind klein,
wenn ich eine kleine Pause habe, dann mache ich da überhaupt keinen Gewinn mehr. Ja, also sollten wir vielleicht bei das verkaufen wir jetzt wieder und das verkaufen wir morgen vielleicht auch wieder. Dass ich vielleicht nur so zwei Sachen habe, was ich dann so bewältigen kann auch. Also da kann ich jetzt die Couch entfernen. Da unten, habe ich den Traktor da unten, um das Couch zu entfernen. Unten wollte ich den Traktor haben. Also unten. Nein, unten wollte ich hier gerne sehen, dann nicht. Da habe ich einen Traktor. Und ja, Couching kann ich. Dann habe ich hier den Couchschläger. Das müsste der sein, ne? Das müsste der sein, ne? Das ist zu dem Fall. Und wenn ich dann noch meine Helfer drauf sitzen, und soll ich das selber machen? Das ist der Couchschläger. Fahre ich mit dem Couchschläger hier aufs Feld. Und wenn das Feld ja beenden, ich jetzt ihn drauf. Ich habe jetzt, wenn wir den anmachen, den abschalten, und dann kann der Helfer hier mal arbeiten. Okay, der Helfer steckt in Kraut und habe ich jetzt hier noch einen weiteren Gerät hier unten stehen, noch einen Traktor? Den nicht, da habe ich noch einen Traktor hier stehen. Mit dem könnte ich dann vielleicht die Zuckermaschine holen und mache ich vielleicht mit der Zuckermaschine heute ein bisschen Geld bei Zucker verkaufe. Okay, dann können wir die Zuckermaschine vielleicht einschalten. Stopp mal. Wechseln. Und dann kommen wir da zurück hier. Nehmen wir die mal an, die Grillmaschine. Und aber dann können wir mit dem mal ins Feld ranfahren. Und dann wieder mal hoch. Wieder hoch. Und dann kann der gleich da. Das wird dann am Fahren. Okay, und dann nach dem Feld fahre ich hin. Dann wird das abgehoben und dann kann ich mal sehen, was es oben gibt. Sollte oben nicht mal zum Getränk voll sein. Ich habe jetzt hier sein. Der macht jetzt, der steckt das Kraut hier und der erwartet jetzt hier worauf? Auf den da, den Korndächer. Und der kommt dann nicht weiter. Willst du dann nicht bald einen vollen Grundtank haben? Hat den 10.500. Also, ja jetzt hier habe ich also 10.000 Tonnen. Was bekomme ich dafür? Bei dem für Visurpflanzen heute, Visurbohnen bekomme ich jetzt heute 1100 vielleicht. Der Preis geht immer weiter runter. Der schwankt halt unheimlich. Das sind da unheimliche Schwankungen. Also,
Ja gut, aber es werden 1100, ne? Wo Rentsch? Bei der Rentsch kriege ich also 11.000 dafür. Und da fahre ich jetzt einfach hin, fertig. Dass wir den HGC haben. Und dann haben wir die 11.000. Ja, fahren wir jetzt hin. Und dann verkaufen wir die 11.000. Ah, wo sind wir denn jetzt hier? Da ist die Straße. Dann fahren wir mal zur Rentsch. Verkaufen die Sojabohnen. Und da gibt dann aber nur 11.000, aber ist egal. Mag ich zu 17.000, mag ich zu 12.000, mal 10.000, mal 9.000. Ist klar, du musst jetzt darüber, ne? Ja, also waren wir zur Rentsch. Da haben wir heute ein bisschen mehr Einnahmen. Und ja, also 11.000 von dem einen Feld. Ich dachte mal 12.000 von einem Feld da oben. Verdienst und was hat das gekostet? 1.000 Euro, ne? Ne, das hat, das ist der Preis von dem Feld. Also das Feld kostet 136, glaube ich, das Feldsäckchen und 136.000 und okay, jetzt gibt es jetzt hier 11.000 noch was. Hoffe ich doch zumindest. Da haben wir den. Okay, dann senken wir den ab. Und dann wird der Preis hochgehen. Dann haben wir die Antwort schon mal bei 16.000, 12.000 habe ich bekommen. Guter Preis. Und dann wieder zurück. 12.000. Zum Einnahmen von dem Feld da oben. Vom Feld 15. Vom Feld 15 habe ich jetzt schon mal. Ne, Feld 16 war das. Feld 16 hat jetzt schon mal 10.000 eingebracht. Und durch Soja. Und das Feld dahin, das habe ich mir gerade geraubt. An der Raubarbeit. Und hier haben wir morgen ein weiteres Feld. Das wir morgen abernten. Das wird eine große Arbeit werden. Ist teilweise gar nicht so weit. Das ist ein Riesenfeld. Von Horizont bis Horizont. Okay. Hier geht also das. Dann wollen wir da Kartoffeln machen hier. Den demnächst und dann machen wir jetzt hier. Hier machen wir jetzt hier. Okay. Hier sind wir schon fertig und jetzt. Das Fett gehört uns nicht, ne? Das Fett gehört uns nicht. Das haben wir jetzt nur teilweise. Haben wir nur gekauft und wir werden dann gleich wieder verkaufen. Und da stehen wir jetzt in die Ernte, weil wir keine Verlegenheit hatten. Und dann können wir das Geld wieder zurückgeben und da oben, wenn das morgen nicht mit dem Soja klappt auf dem Riesenfeld, dann gebe ich das auch zurück. Das Feld 17. Bei Kartoffelernte hatte schon nicht geklappt und
wie weit sieht das eigentlich aus dort? Da bin ich 3700 und gekommen, 3700 und ja, 3700. Das Feld wird jetzt abgearbeitet und das Feld ist fertig. Kann ich jetzt hier gleich den Ergometer draufsetzen und dann kann der heute schon mal FAC, der bei der Folge beendet. Das wäre jetzt hier, Dankeschön. Also gut gemacht, FAC, FAG. Und das war jetzt hier der Coaching, wo wir den Coaching wieder hinstellen. Gehen wir den Coaching wieder ein. Da vielleicht so hin. Und dann mal absetzen, okay. Und jetzt kann ich den zweiten LKW anhängen gleich. Mit dem muss ich dann quasi da unter dem stehen. Und dann fahren wir mit dem nicht, mit dem auch nicht, mit dem auch nicht. Mit dem fahren wir jetzt hier ins Feld ran. Und dann können wir jetzt gleich das erste Feld abhalten. Und so sehen sie drauf an. Und okay, dann senken wir den ab, geben wir den ein und dann Marsch, ne? Macht er irgendwie nicht. Also gehen wir Buße, ja, habe ich angehängt. Okay, den tief absinken und jetzt sollte der eigentlich Start machen. Dann macht er den Start, okay. Dann fahre ich mal auf den blauen hier rüber. Wo ist der blaue jetzt hier? Ich habe so viele Traktoren, dass ich total durcheinander komme. Zumal ich jetzt ja nur die Farbe erkennen kann. Da bin ich also. Den möchte ich jetzt an den Alkoholander stellen. Und dann fahren wir zum Alkoholander. Ich sehe also da hinten. Da müsste so wieder vertauscht jetzt hier. Da steht also der Alkoholander. Los jetzt hier. Da stehen wir. Da möchten wir jetzt hinfahren. Den anhängen, damit wir hier gleich die Zukunft wegfahren können. Okay. Also, Alkoholander Nummer 2. Mit 2 Anhängern jetzt. Also, anhängen. Und jetzt können wir da zum Feld fahren. Dann mal warten, bis er abgetankt werden will. Und ich habe das hier. Und bitte sehen, da hinten. Bitte hier so weit, bis er irgendwo ein Gerät findet, das ihn dann blockieren kann oder so. Okay. Haben wir das. Und wenn wir also heute noch zu Argumente machen, das ist sehr daheim, hat fast von Kontakt 80%. Okay, warten wir mal, bis der Komfortkontakt ganz voll ist. Da sind wir also. Und ich möchte jetzt mal eine große Kurve machen, so. Machen wir jetzt mal eine große Kurve. Dann bauen wir die jetzt in 600 Tonnen mal ein hier. Dazu drüben. So. Die drüben schon mal auf 6000
Ich kann gleich weiterfahren. Was gibt es heute bei den Zukunft? Wo ich wegfahre, ne? Der fährt dann wieder genau dorthin, wo ich stehe. Also, was soll dieser Preis der Zukunft? Heute Zukunft auch niedrig. Egal was ich verkaufe, überall ist der Preis niedrig. Und da steigt der Preis bei der Branche. Okay, dann können wir mal oben sehen, wie es da oben aussieht. Ja. Okay, die Content könnte man noch nicht ganz sehr sein, aber dann können wir ein bisschen anfangen. Und wenn ich mal eingebe, was ist denn hier? 4200, doch. Ich hab's gar nicht mehr so viel. Ich hatte gar nicht mehr. Das sind gar nicht mehr so viele. Das sind gar nicht mehr so viele hier. Na, zwei rein jetzt hier. Das lohnt sich gar nicht mehr. Also, Hilfe gebe ich mir mit irgendwie blockiert. Wer blockiert jeden Helfer? Wieso werde ich blockiert hier? Ich verstehe das nicht. Also weiterfahren. Wieso werde ich hier blockiert durch ein Helferprojekt? Also, muss hier immer weiterfahren. Ja, stimmt jetzt hier. Was läuft jetzt hier schief? Warum? Ich weiß nicht. Habe ich hier ein Loch oder was? Also. Und jetzt mit Karo, okay. Und jetzt absinken. Und dann Marsch. Macht er nicht oder was? Muss abgelenkt werden. Der wird abgelenkt, okay. Und jetzt sollte der Marsch machen. Macht er nicht. Der wird immer noch so Objekt blockiert. Ja. Hast du ein Rasenproblem? Ich sehe kein Objekt, das sich blockiert. Also, er wird durch ein Objekt blockiert. Hast du einen Krieg an der Optik oder was? Also, also, weiterfahren bitte. Weiterfahren. Und jetzt kein Objekt, das ihn blockiert. Können wir jetzt weiterfahren? Jetzt können wir weiterfahren. Okay. Und ja, hatte mir vorhin schon gesagt, dass es fast fahren konnte geht. Und ja, eine Sekunde. Der macht die dann irgendwie wichtig, oder wie? Okay, dann gucken wir mal. Was du dem nicht, sondern
sondern dem, der meint wahrscheinlich oben das Feld, fahren. Vielleicht meint der Helfer oben den Helfer. Das ist meines, also da oben den blockiert vielleicht. Also, hier sitzt drunter oder nicht? Weiterfahren. So. Dreht ab. Jetzt mal nach oben geht da. In Feldern. Nee, da oben wird es ja vielleicht irgendwo blockiert. Vielleicht bei den anderen Feldern. Hier haben wir keinen. Der müsste jetzt da durch sein. Und der fährt. Ne, der fährt auch. Also, hier ist mal so weit. Haben wir das hier jetzt mal weiter. Und hier ist ja nichts mehr, ne? Wir haben sowieso keinen Tank mehr. Also, wo ist die Abladestelle? Können wir hier mal den Tank ausfahren. Und dann fahren wir den Tank aus. Und dann fahren wir mit dem ausgefallenen Tank drauf. Und jetzt ist wieder daneben. Und dann hoffe ich, dass ich dann so. Den ist hier. Okay. Der wird transportiert. Okay. Da haben wir 4000 Tonnen. Dann kann ich mit dem hochfahren, das Feld kann ich wieder verkaufen. Hier haben wir nichts mehr, das ist aber abgerentet. Hat sich kaum gelohnt, aber okay. Dann fahren wir weiter. Mit dem Feld da ganz oben zu dem Feld, das wir morgen abhängen. Das ist eine lange Strecke jetzt hier. Das ist ja ganz oben, aber da stellen wir das werden wir dann morgen abhängen, ne? Das werden wir dann morgen ab. Da brauchen wir den ganzen Tag für. Und wir können das morgen das so abhängen. Da kommen wir jetzt nicht in die Quere durch, macht er trotzdem. Den nimmt immer den größtmöglichen Preis, habe ich den Eindruck. Und jetzt fahre ich mit dem nach oben, kann den dann schon an die Stelle stellen, wo der morgen vielleicht anfangen soll zu ernten. Also hier ist ein neues Feld, das Silberfeld hier, das ist noch grün hier. Und immer noch grün. Das Grün zu grün, da oben wird es langsam heller. Und dann können wir jetzt hier mal den hier stehen lassen. Und dann lassen wir den hier stehen, dann fahre ich jetzt wieder. Hier habe ich jetzt hier abgedrängt. Steht jetzt hier mit dem anderen, steht ihm wieder im Weg. Hier, ich muss immer wegfahren. Damit er Platz hat. Also, auf dem Fahrzeug steht immer im Weg hier. Okay. Und dann haben wir die 12 Tonnen drüben und er hat jetzt hier 4000 Tonnen
Friseurbohnen. Was kriegst du nochmal? 4.000 Euro. Ich vor gut Preis. Friseurbohnen. Das ist nicht viel besser geworden. Wieder bei der Ranch gegeben. Fahren wir zur Ranch. Und gibt es dann 4.000 Euro. Und dann drehe ich mir den auf den Silber weg. Und ab. Also da habe ich jetzt noch, da will ich jetzt halt morgen arbeiten. Kann ich ja Kartoffeln sehen. Und dann oben kann ich, da hinten kann ich jetzt, lernte ich dann das so ab. Wenn ich vorne grobe und unten habe ich immer nichts zu tun. Mühearbeit habe ich gemacht und Gras habe ich auch gemäht. Also sind dann die letzten 4.000 Euro. So ist das los, also draußen. Okay, müssen wir das wohl gleich mal einfahren. Fahren wir mal eben das weg. Man so ja auch in 2 Tagen arbeiten kann, dass man so ja erst, wie ich das eigentlich gedüngt hat, Feld, ich weiß nicht genau. Also der hat hier einen Kontakt, das war nach unten, das LVC. Okay, hier wollen wir jetzt mal die Lappen setzen und da, und dann den hier ab und dann springen wir mal kurz nach unten. Das ist der, jetzt muss ich mal kurz rüberfahren und das hier 15 Tonnen hier anzupacken und wo fahre ich dann mit dem hier hin? Wo kriege ich einen guten Zugriffsplatz? Hier, wo haben wir Zugriff? Zugriff macht 264 und dann entsprechend Zentrum 1 und Scheune ist den schlechten Preis 274 im Hafenspeicher. Auch ein guter Preis. Okay, fahren wir dann zum Hafenspeicher. Okay, dann fahren wir zum Hafenspeicher. Da können wir einen guten Preis für zugeben. Mit 18 Tonnen und der steht jetzt da oben und der läuft dann nicht weg. Und komme ich heute noch zum guten Ergebnis hier. Also 4.000 Tonnen, nochmal 18.000 Tonnen, das bekomme ich seit 2.700 und nochmal 2.600. Also ich könnte vielleicht so 5.000 bekommen ungefähr. 4.800 bis 5.000. Für 274. Ja, deckt das jetzt die Kosten überhaupt für Helfer und das tut? Ich weiß nicht genau. Okay. Tank ist noch voll. Dann fangen wir zum Hafenspeicher. Und dann haben wir die Zugriff ab. Für 2.700 und nochmal 2.600.
rechne mit 5000 ungefähr, knapp 5000. So, hier runter. Ja, dann muss ich das Fahrzeug holen mit den Turbos. Dann bekomme ich ja nochmal 4000 raus. Ja. $4.000 quasi für das andere Feld, dann muss ich das Feld gleich wieder verkaufen. Der hat zu mir von Grund denkt, ja, mein Lieber, ich kann nicht überall sein. Ich kann Zeit Pause machen in der Zeit. Und, aber der hat gesagt, er hat ein Fassvorauto und denkt. Also zu dem Absenken fallen und dann schauen wir mal, was wir beim Zugriff rausbekommen. Wir haben gleich 18 Uhr, 12 Stunden haben wir gleich rum. Also 5000, genau, super. Auf den nächsten. Jetzt haben wir heute wie viel gemacht? Und dann fahren wir da heute noch 2 Meilen. Also Zuckerrüben ist eigentlich immer eine gute Ernte. Also, guter Tag. Vielleicht sollte ich auch mal das vielleicht auch mal eine Tour machen. Bist natürlich dauernd unterwegs. Und so. Aber ist egal. Dann muss man durch jetzt. Morgen wollte ich jetzt mal Kartoffeln machen. Und dann muss ich mal sehen, dass ich hier einen größeren Teig bekomme, dass bei den Zuckerrüben auch 10.000 mache. Ein 10.000er Tank. Und zwar die Zuckerrübenmaschine. Dann beim Aufdenken, die sollen 10.000 haben. Wenn das geht so, wie ich mir das vorstelle, dass jetzt das Tank dort verändern kann, dass er einen größeren Tank hat und also statt 600 hätte ich gerne 10.000 bei zu grüben. Weil es ist doch zu mühsam. Es sind 6.000 hier, aber also, dann habe ich hier morgen noch das Kartoffelfeld. Hier habe ich morgen ein Kartoffelfeld abzuernten. Und dann habe ich oben die Sojabohnen. Das wird natürlich lange dauern. Ich vielleicht in 2 Fällen, in 2 Bereichen denke. In dem Bereich oben und im Bereich unten. Und hier unten habe ich jetzt quasi einen Anhänger. Und das ist ja noch die Traktoren, die ich hätte mir so hin und her schieben kann. Da steht zu mir, der wartet auf mich. Muss ich den mal wieder anfahren, wenn die Sektion gleich einpacken. Dann schicke ich weiter. Ein Stückchen. Nur noch ein Stückchen. Jetzt sind wir gleich so weit. Jetzt sind wir drauf. Okay. Dann sind wir bald durch, ne? Warte, eine Reihe drücke ich. Eine Reihe.
Jetzt habe ich die Sektion, kriege ich den 15 aus hier. Und vielleicht weniger. Und dann falle ich jetzt mal wieder hier runter. Und die falle ich jetzt mal wieder durch zu meinem Feld. Dann muss man irritieren, welche Landschaft da rumstehen. Ja. Also ich bin hier, wenn ich hier gleich mal so anfange, ich kann die mal so anfangen und so und dann fahren wir gleich hier weiter. Ist schon wieder voll? Da ist durch, glaube ich. Da hätten wir jetzt so wenig drin. Die Feld bearbeitet, mit dem Beispiel mal weiter jetzt hier. Ich bin zu weit gekommen. Da waren wir, die möchte ich weiterfahren. Jetzt habe ich jetzt den Akku runter, damit die Baustelle nicht so weiterfahren, damit die mich morgen nicht abhören. Okay? Und wenn wir den abhängen, ja, ich habe die brauche ich heute nicht mehr. Dann fahre ich mit die mehr Leute da runter. Okay? Das war eine Handmaschine hier. Ja, muss man da oben, das Feld können wir jetzt wieder verkaufen. Ja. Das letzte Feld möchte ich gleich wieder verkaufen. Das machen wir jetzt hier schon mal. Das machen wir gleich. Das Feld, möchte das Feld hier, mit X, möchte das Feld hier verkaufen. Ja, verkauft 100.000, jetzt gehört das nicht mehr. Und die Anzeige jetzt aus 59.000, dann können wir dann noch ein bisschen was zurückzahlen. Dann können wir dann nochmal was zurückgeben. So, 12.000 war 825. Haben wir heute doch ein bisschen was zurückgezahlt. Und vielleicht haben wir sogar noch einen. Vielleicht noch einmal. Ein Internet knapp. Okay, kommen wir mal dahin. Kommen wir wieder runter. Und jetzt habe ich also nur 825.000. Und ja. Und was macht der jetzt hier? Also, ich weiß nicht genau, ich meine, dass mein Gewinn jetzt hier aufgefressen wird von den ganzen Kosten, die ich habe, um die Felder zu bearbeiten, um das Saatgut zu kaufen und so. Das rechnet sich nicht hier, bin nur schlecht. Es ist zwar machbar, aber jetzt kommen wir erstmal hier runter, hier meine Saatmaschine anhängen. Und das hier mal wieder anhängen. Den hier anhängen.
Januar, und zurückfahren, dann komme ich zum anderen, zum Göttingen, zum Kuhn, dann haben wir da, dann können wir den vielleicht noch ein bisschen anfangen, und dann können wir vielleicht, und da noch was, ja, und dann können wir vielleicht sogar noch, ja, weiter, was sind die Felder, jetzt seht ihr, ich fahre mal mit den Feldern da hoch, was sind die Felder, muss ich aufhören, hier muss ich aufhören, was sagt das hier, das Feld, also, das fertig sein, oder was, weiß ich genau, der steht da, der steht da, und der, hier steht da so, das ist so. Also müssen wir den erstmal so ausfahren. Oh. Dann können wir mit dem nächsten mal anfahren. Mit dem können wir da anfahren. Und zwar muss ich wieder auf die Seite fahren. Ja, wo stehe ich jetzt hier? Leben, ne? Ich muss ja Leben runterfahren. Hier muss ich runterfahren. Und das dann sind die Züge schon mal geschafft. Und dann können wir mal 10.000 Züge und ja, 10.000 haben wir knapp. Dann fahren wir damit jetzt wohin. Du weißt ja, ne? Also was haben wir die Wahl? Wir kriegen dann quasi, ja, hier kriegen wir jetzt entweder 1.600 oder wir kriegen 200, 800 oder wir kriegen ja 208. Ich muss nochmal automatisch weiterfahren. Ich möchte da nochmal hinfahren. Machen wir das. Und wir haben 2.800 dafür. Und das senkt ja dann schon mal die Kosten. Also wieder zum Abendspeichern. Das wievielte Mal jetzt heute, das zweite Mal. Und da war ich einmal von dort. Ja, wir haben also 18.000 jetzt. Wir haben jetzt 18 Uhr, jetzt 19 Uhr. Die Zeit für Feierabend zu machen, Zeit dann Feierabend zu senken. Und das heißt, die letzten 10.000 Tonnen Zuckerraum weg. Und dann haben wir das Zuckerraumfeld heute auch abgearbeitet. Und dann möchte ich einen Roboter als nächstes. Da brauche ich einen Roboter dafür. Oder stelle ich unten auch noch einen Roboter hin. Ja, ich möchte dann mal aufhören, Geld zu verschmeißen, Geld rauszuwerfen, sondern das Geld wieder anzuholen. Ich habe jetzt viele Grundstücke gekauft und ja, also meine Schulden sind heute um 25.000 gesunken und das ist ja positiv. Das ist ja positiv und hier kommen wir nochmal 4.000, kann ich das vielleicht nochmal 5.000, aber 16.000, ja, das wird klappen. Und ja, aber natürlich ist immer das Problem, dass ich zu viel Lohnkosten habe, zu viel Kreditkosten habe, zu viel Saatkosten habe. Ja, Saatkosten brauche ich, aber durch die automatische Bestellung habe ich den Eindruck, dass ich da auch zu viel Dünger kaufen muss. Und dass ich das überbezahle, dass mich das mehr kostet. Also, erreicht werde ich hier nicht, das. Also bin ich schon erreicht, ich weiß gar nicht, wann ist man erreicht.
will jetzt hier die Tür rein und die gute Basis gibt es immer so am Ende der Welt. Scheint mir. Super. Okay. Jetzt abladen. Jetzt können wir nochmal 200.000, glaube ich. 2500, ja, okay. Also. Also, jetzt haben wir 19 Uhr, gleich, aber ich bin durch 19 Uhr. Also wird ja gleich dunkel werden. Aber ich bin mit meiner Arbeit heute durch. Kann man gleich Feierabend machen. Wenn ich jetzt zu Hause bin, müssen wir noch was machen, die zugeben. Maschinen, die fahren wir noch schnell weg in die Ecke. Und dann war's das. Dann war's das. Und ja, Gaspaumobil kann man jetzt mal, haben wir heute gekauft und einen haben wir verkauft. Dann machen wir morgen die Solarbohnen da oben. Und dann machen wir morgen für den Feldkuppern. Und dann Feld mit Kartoffeln den da oben. Die unten werden wir ein Feld mit Kartoffeln abernten. Das wir da drüben gemacht haben. Und hier werden wir dann vielleicht mit dem Rohr drüber müssen, über das Zukunftsfeld. Dann werden wir da Weizen ansehen. Dazu muss ich aber die Gruppe und ja, das andere runterholen. Okay. Und die anderen sind fertig alle? Ja, denke ich schon, ne? Alle Felder. Alle Felder fertig oben. Jetzt haben wir Ölsamen. Und dann mal abgeerntet. In der Simulator kann das jetzt wieder ernten. Also, ja, können wir die Wagen mal hier hinstellen. Dann stellen wir den mal hier hin wieder. Die stehen wir ja oft. Möchte ich hier lassen. Und dann möchte ich die weiterfahren. Ich stelle die hoch rein. Und dann will ich mal kurz hier. Wer hat den jetzt hier? Das war ja jetzt hier. Er steht jetzt da. Dann kann ich mal kurz den da. Den weiß ich auch nicht. Hier. Den ist jetzt warum einfallen. Okay. Wir kennen die Kartoffeln, die Zuckermaschine, die da unten im Feld sind, an der Ecke. Wo steht die Maschine aber? Da steht dann die Zuckermaschine hier hinten. Und wo steht jetzt hier? Der Kalki, der steht jetzt davor. Also fahren wir jetzt hier so um. Dann haben wir die Zuckermaschine. Hier können wir den abhängen. Und dann fahren wir mit dem hoch. Okay, das haben wir. Das haben wir. Dann haben wir die Kartoffelmaschine. Und so. Ja, dieses jetzt hier.
bei den Feldern. Also Felder sind gedrückt da oben. Und da oben muss ich auch nochmal drücken, oder? Das ist mein Ablauf. Ablauf. Da hat die Kette, der muss abgerubbelt werden da unten. Da habe ich dann morgen zweimal so wohnen. Und dann habe ich da einmal Kartoffeln da drüben. Und da oben habe ich auch Kartoffeln. Also, da habe ich also zweimal gesagt. Und ja, dann muss ich morgen das Feld machen. Das große. Wieso hat das so zwei Hälften? Weiß ich nicht genau. Sind das nicht? Ist das zwei Felder oder ein Feld oder? Ja. Und wo sind wir jetzt da? Jetzt haben wir abgeändert, ja. Das sind erst übrig, aber okay. Und dann die Bodenwäsche vielleicht. Was sagen die Finanzen? Also 28.000 habe ich. Und dann können wir mal 5.000 zahlen. Dann war 28.000. Aber dann muss ich heute wieder 5.000 bezahlen. Und das heißt morgen bin ich in total klamm. Morgen früh. Also, machen wir weiter. Mal die Schwierigkeit normal. Dann machen wir mal das Ding. Jetzt machen wir ein bisschen schneller. 120 Uhr. Und dann möchte ich mal sehen, was wir hier. Jetzt heute morgen früh. Und dann um 20 Uhr. Und ich mache jetzt mal 5 Minuten. Das war's jetzt erstmal.